Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Maria Wagner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Ihre Freundin hat bald Geburtstag. Sie möchten ihr aus diesem Anlass etwas schenken. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun können. Und hier sind einige Notizen. Was für ein Geschenk? Wo und wann kaufen? Welches Verkehrsmittel? Wer bezahlt was? Treffpunkt. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. So, wie war dein Tag heute? Anstrengend. Sehr anstrengend. Heute war viel los. Oh je. Das klingt nicht gut. Wieso war heute so viel los? Oh je. Das klingt nicht gut. Wieso war heute so viel los? Ich musste viel lernen, und ich habe fast keine Pause gemacht. Ich musste viel lernen, und ich habe fast keine Pause gemacht. Verstehe. Weißt du, dass morgen Sandras Geburtstag ist? Verstehe. Weißt du, dass morgen Sandras Geburtstag ist? Ja, warum? Na ja, ich dachte, du hast vergessen, ihr ein Geschenk zu kaufen, so wie letztes Jahr. Na ja, ich dachte, du hast vergessen, ihr ein Geschenk zu kaufen, so wie letztes Jahr. Nein, diesmal habe ich ihren Geburtstag in meinen Kalender eingetragen, damit ich ihn nicht vergesse. Nein, diesmal habe ich ihren Geburtstag in meinen Kalender eingetragen, damit ich ihn nicht vergesse. Interessant. Sag mal, Thomas, hast du schon ein Geschenk für Sandra? Interessant. Sag mal, Thomas, hast du schon ein Geschenk für Sandra? Nein, leider noch nicht. Du hast auch noch kein Geschenk? Nein, leider noch nicht. Du hast auch noch kein Geschenk? Ja, ich war so mit dem Lernen beschäftigt, dass ich es auch vergessen habe. Ja, ich war so mit dem Lernen beschäftigt, dass ich es auch vergessen habe. Wir müssen ihr noch ein Geschenk kaufen. Wir müssen ihr noch ein Geschenk kaufen. Ja, stimmt. Wollen wir ihr etwas zusammen schenken? Ja, stimmt. Wollen wir ihr etwas zusammen schenken? Ja, das ist eine gute Idee. Wenn wir zusammen etwas kaufen, dann brauchen wir nur eine gute Idee, nicht 2. Wenn wir zusammen etwas kaufen, dann brauchen wir nur eine gute Idee, nicht 2. Genau. Was kaufen wir ihr denn? Ich meine, worüber würde sie sich denn freuen? Hast du schon eine Idee? Genau. Was kaufen wir ihr denn? Ich meine, worüber würde sie sich denn freuen? Hast du schon eine Idee? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich gut ist. Ich dachte, wir könnten ihr einen Gutschein schenken. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich gut ist. Ich dachte, wir könnten ihr einen Gutschein schenken. Was für einen Gutschein denn? Einen Kinogutschein vielleicht? Was hältst du davon? Einen Kinogutschein vielleicht? Was hältst du davon?
Das hört sich gut an. Sollen wir ihr noch einen Reiseführer schenken? Das hört sich gut an. Sollen wir ihr noch einen Reiseführer schenken? Sie liebt Italien sehr. Wie findest du das? Sie liebt Italien sehr. Wie findest du das? Das finde ich toll. Sie wird sich bestimmt darauf freuen. Das finde ich toll. Sie wird sich bestimmt darauf freuen. Und was sollen wir ihr noch schenken? Sollen wir ihr noch einen Wasserkocher schenken? Was denkst du? Sollen wir ihr noch einen Wasserkocher schenken? Was denkst du? Das ist keine so gute Idee. Lass uns ihr lieber noch einen Blumenstrauß schenken. Was hältst du davon? Das ist keine so gute Idee. Lass uns ihr lieber noch einen Blumenstrauß schenken. Was hältst du davon? Super, ich bin einverstanden. Schön, das freut mich. Und wo könnten wir denn die Geschenke bzw. die Sachen kaufen? Schön, das freut mich. Und wo könnten wir denn die Geschenke bzw. die Sachen kaufen? Wir könnten einfach in die Stadt fahren. Wir finden bestimmt etwas. Was sagst du dazu? Wir könnten einfach in die Stadt fahren. Wir finden bestimmt etwas. Was sagst du dazu? In Ordnung. Wie kommen wir am besten in die Stadt? In Ordnung. Wie kommen wir am besten in die Stadt? Welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Wollen wir mit dem Bus in die Stadt fahren oder vielleicht zu Fuß gehen? Was denkst du? Wollen wir mit dem Bus in die Stadt fahren oder vielleicht zu Fuß gehen? Was denkst du? Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Die ist schneller und bequemer. Wie findest du das? Lass uns lieber mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Die ist schneller und bequemer. Wie findest du das? Das ist ein guter Vorschlag. Na gut, und wann sollen wir uns denn treffen? Das ist ein guter Vorschlag. Na gut, und wann sollen wir uns denn treffen? Mein Vorschlag wäre, dass wir uns am Freitag nach der Schule treffen. Passt das für dich? Mein Vorschlag wäre, dass wir uns am Freitag nach der Schule treffen. Passt das für dich? Alles klar. Du hast recht, es ist besser so. Alles klar. Du hast recht, es ist besser so. Sehr gut. Dann müssen wir morgen noch das Geld sammeln. Sehr gut. Dann müssen wir morgen noch das Geld sammeln. Ach ja, wir sammeln das Geld in der Schule, jeder gibt so ungefähr 3 Euro, ist das genug? Ach ja, wir sammeln das Geld in der Schule, jeder gibt so ungefähr 3 Euro, ist das genug? Ja, ich glaube schon. Gut. An was müssen wir noch denken? Haben wir etwas vergessen? Gut. An was müssen wir noch denken? Haben wir etwas vergessen? Wir brauchen auch noch eine Karte, die alle unterschreiben. Wir brauchen auch noch eine Karte, die alle unterschreiben. Ja, stimmt. Das ist eine interessante Idee. Ich habe ein paar Bilder von Sandra.
Wir könnten sie auf die Karte kleben und noch unterschreiben. Ich habe ein paar Bilder von Sandra. Wir könnten sie auf die Karte kleben und noch unterschreiben. Die Idee gefällt mir sehr. Es wäre echt eine Überraschung für Sie. Die Idee gefällt mir sehr. Es wäre echt eine Überraschung für Sie. Ja, klar. Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Vorschläge noch mit Kollegen. Ja, klar. Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Vorschläge noch mit Kollegen. Ja, so machen wir das. Ich freue mich schon darauf. Ja, so machen wir das. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, bis morgen. Bis morgen, mach es gut. Die Situation. Sie wollen gerne eine Diät organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wie viel Gewicht verlieren? Ernährung? Sport? Wie viel Zeit dafür geben? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Wie geht's dir, Tim? Mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht es auch gut, danke der Nachfrage. Ich habe für mich beschlossen, dass es an der Zeit ist, meine Ernährung zu verbessern und ein paar Kilo abzunehmen. Ich habe für mich beschlossen, dass es an der Zeit ist, meine Ernährung zu verbessern und ein paar Kilo abzunehmen. Wie sieht es bei dir aus? Cool, ich bin dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit viel zu viel gegessen habe und mich nicht genug bewegt habe. Wow, cool, ich bin dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit viel zu viel gegessen habe und mich nicht genug bewegt habe. Gut zu hören, dass du auch motiviert bist. Wie sollen wir das anfangen? Gut zu hören, dass du auch motiviert bist. Wie sollen wir das anfangen? Vielleicht sollten wir zunächst unsere Ziele festlegen. Wie viel Gewicht möchtest du denn verlieren? Vielleicht sollten wir zunächst unsere Ziele festlegen. Wie viel Gewicht möchtest du denn verlieren? Ich denke, ich würde gerne 10 Kilo abnehmen. Und du? Ich denke, ich würde gerne 10 Kilo abnehmen. Und du? Das klingt vernünftig. Ich würde gerne 8 Kilo abnehmen. Das klingt vernünftig. Ich würde gerne 8 Kilo abnehmen. In Ordnung. Und wie wollen wir das machen? In Ordnung. Und wie wollen wir das machen? Ich denke, wir sollten uns auf unsere Ernährung konzentrieren und mehr Sport machen. Ich denke, wir sollten uns auf unsere Ernährung konzentrieren und mehr Sport machen. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns einen Plan machen, damit wir das ständig machen können. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns einen Plan machen, damit wir das ständig machen können. Was denkst du? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Was schlägst du vor? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Was schlägst du vor? Wir sollten uns eine Liste mit gesunden Lebensmitteln machen, die wir essen können, und uns dann an diese Liste halten. Wir sollten uns eine Liste mit gesunden Lebensmitteln machen, die wir essen können, und uns dann an diese Liste halten.
Wir könnten uns auch ein Ernährungstagebuch kaufen, um sicherzustellen, dass wir uns an unseren Plan halten. Wir könnten uns auch ein Ernährungstagebuch kaufen, um sicherzustellen, dass wir uns an unseren Plan halten. Gute Idee. Und wie sieht es mit Sport aus? Gute Idee. Und wie sieht es mit Sport aus? Wir sollten uns mindestens 3-mal in der Woche treffen und zusammen Sport machen. Wir sollten uns mindestens 3-mal in der Woche treffen und zusammen Sport machen. Wir könnten joggen oder schwimmen gehen, oder wir könnten uns in einem Fitnessstudio anmelden. Wir könnten joggen oder schwimmen gehen, oder wir könnten uns in einem Fitnessstudio anmelden. Wie findest du das? Ich bin noch nie in einem Fitnessstudio gewesen, aber ich denke, es könnte eine gute Idee sein. Ich bin noch nie in einem Fitnessstudio gewesen, aber ich denke, es könnte eine gute Idee sein. Ich würde auch gerne Yoga ausprobieren. Ich würde auch gerne Yoga ausprobieren. Das hört sich super an. Ich denke, das Fitnessstudio in der Nähe hat sogar Yogakurse. Das hört sich super an. Ich denke, das Fitnessstudio in der Nähe hat sogar Yogakurse. Schön. Wie viel Zeit sollten wir uns geben, um unsere Ziele zu erreichen? Schön. Wie viel Zeit sollten wir uns geben, um unsere Ziele zu erreichen? Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns 6 Monate geben. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns 6 Monate geben. Das sollte genug Zeit sein, um unsere Ziele zu erreichen, aber nicht so lange, dass wir uns entmutigt fühlen. Das sollte genug Zeit sein, um unsere Ziele zu erreichen, aber nicht so lange, dass wir uns entmutigt fühlen. Da gebe ich dir recht. Und was machen wir, wenn wir unterwegs sind, oder es schwierig wird? Da gebe ich dir recht. Und was machen wir, wenn wir unterwegs sind, oder es schwierig wird? Wir sollten uns daran erinnern, warum wir das tun. Wir wollen uns gesünder fühlen und besser aussehen. Wir sollten uns daran erinnern, warum wir das tun. Wir wollen uns gesünder fühlen und besser aussehen. Wir sollten auch versuchen, uns an unsere Pläne zu halten, aber wenn es mal nicht klappt, ist das auch okay. Wir können jederzeit wieder anfangen. Wir sollten auch versuchen, uns an unsere Pläne zu halten, aber wenn es mal nicht klappt, ist das auch okay. Wir können jederzeit wieder anfangen. Ja, das stimmt. Ich denke, wir sollten auch uns gegenseitig unterstützen und motivieren, dann fällt es uns bestimmt leichter. Ja, das stimmt. Ich denke, wir sollten auch uns gegenseitig unterstützen und motivieren, dann fällt es uns bestimmt leichter. Auf jeden Fall. Wir sollten regelmäßig unsere Fortschritte teilen und uns gegenseitig anspornen. Auf jeden Fall. Wir sollten regelmäßig unsere Fortschritte teilen und uns gegenseitig anspornen. Gute Idee. Ich glaube, wir haben einen guten Plan. Gute Idee. Ich glaube, wir haben einen guten Plan. Ja, ich bin bereit. Lass uns jetzt gemeinsam eine Liste mit den Lebensmitteln machen. Ja, ich bin bereit. Lass uns jetzt gemeinsam eine Liste mit den Lebensmitteln machen. Okay,
wir haben also jetzt eine Liste mit den Lebensmitteln, die wir essen und vermeiden sollten. Was machen wir noch? Okay, wir haben also jetzt eine Liste mit den Lebensmitteln, die wir essen und vermeiden sollten. Was machen wir noch? Ich denke, der nächste Schritt wäre, unsere Mahlzeiten zu planen. Ich denke, der nächste Schritt wäre, unsere Mahlzeiten zu planen. Wir können eine Liste mit unseren Lieblingsrezepten erstellen, und dann schauen, welche davon in unsere Diät passen. Wir können eine Liste mit unseren Lieblingsrezepten erstellen, und dann schauen, welche davon in unsere Diät passen. Ja, okay, gut. Aber sollten wir nicht auch die Portionsgrößen beachten? Es ist wichtig, dass wir nicht zu viel essen. Ja, okay, gut. Aber sollten wir nicht auch die Portionsgrößen beachten? Es ist wichtig, dass wir nicht zu viel essen. Absolut. Wir können die Portionen abmessen und aufschreiben, wie viele Kalorien in jedem Gericht enthalten sind. Absolut. Wir können die Portionen abmessen und aufschreiben, wie viele Kalorien in jedem Gericht enthalten sind. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir genug essen, um satt zu werden, aber nicht zu viel, um unser Kalorienlimit zu überschreiten. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir genug essen, um satt zu werden, aber nicht zu viel, um unser Kalorienlimit zu überschreiten. Aber was ist mit Snacks? Ich habe immer das Bedürfnis, zwischendurch etwas zu knabbern. Aber was ist mit Snacks? Ich habe immer das Bedürfnis, zwischendurch etwas zu knabbern. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber wir sollten gesunde Snacks wählen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber wir sollten gesunde Snacks wählen. Wir könnten Gemüsesticks mit Hummus oder Früchte mit Joghurt essen. Wir könnten Gemüsesticks mit Hummus oder Früchte mit Joghurt essen. Auf diese Weise haben wir etwas zu knabbern, ohne dass es unsere Diät beeinträchtigt. Auf diese Weise haben wir etwas zu knabbern, ohne dass es unsere Diät beeinträchtigt. Ja, aber was ist, wenn wir unterwegs sind? Ich meine, es ist schwierig, gesunde Optionen in Restaurants zu finden. Ja, aber was ist, wenn wir unterwegs sind? Ich meine, es ist schwierig, gesunde Optionen in Restaurants zu finden. Das stimmt, aber es gibt immer noch gesunde Optionen. Das stimmt, aber es gibt immer noch gesunde Optionen. Wir können Salate oder gegrilltes Hähnchen bestellen, anstatt frittierte Speisen oder Fast Food zu wählen. Wir können Salate oder gegrilltes Hähnchen bestellen, anstatt frittierte Speisen oder Fast Food zu wählen. Außerdem können wir unser eigenes Essen mitnehmen, wenn wir können. Außerdem können wir unser eigenes Essen mitnehmen, wenn wir können. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan. Ich bin bereit, loszulegen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan. Ich bin bereit, loszulegen. Das freut mich zu hören. Lass uns anfangen und unsere Ziele erreichen. Das freut mich zu hören. Lass uns anfangen und unsere Ziele erreichen. Die Situation. Sie möchten gerne gesund leben und fitter werden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was machen?
Richtige Ernährung? Sport? Schlafen? Pausen? Entspannung? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Maria. Ah, wie war dein Wochenende? Was hast du Schönes unternommen? Mein Wochenende war super. Ich war auf einem Konzert und habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Und bei dir? Es war sehr schön. Ich war gestern im Park und habe ein Picknick gemacht. Ich habe endlich mal wieder Zeit gehabt, ein Buch zu lesen. Es war total entspannend. Hört sich gut an. Und wie sieht dein Tag heute aus? Ich habe einiges auf meiner Liste. Ich muss dringend ein paar E-Mails beantworten und dann noch zum Supermarkt gehen. Ich muss dringend ein paar E-Mails beantworten und dann noch zum Supermarkt gehen. Aber danach habe ich zum Glück ein bisschen Freizeit. Und dein Tag? Aber danach habe ich zum Glück ein bisschen Freizeit. Und dein Tag? Das klingt nach einem vollen Tag. Ich muss auch noch ein paar Sachen erledigen. Aber ich bin froh, dass ich heute Abend Zeit habe, mich mit Freunden zu treffen. Aber ich bin froh, dass ich heute Abend Zeit habe, mich mit Freunden zu treffen. Schön, ich freue mich für dich. Sag mal, wie geht es dir und deiner Frau sonst so? Es läuft ganz gut bei mir, aber meine Frau ist wieder einmal krank. Es läuft ganz gut bei mir, aber meine Frau ist wieder einmal krank. Wie geht's dir? Oh je, das klingt nicht gut. Da wünsche ich ihr eine gute Besserung. Oh je, das klingt nicht gut. Da wünsche ich ihr eine gute Besserung. Ich bin auch leider nicht ganz fit. Ich fühle mich manchmal so schwach. Ich bin auch leider nicht ganz fit. Ich fühle mich manchmal so schwach. Oh, okay, das wusste ich nicht. Da sollten wir wohl ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit achten. Da sollten wir wohl ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit achten. Oder was sagst du? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir sollten wirklich auf einen gesünderen Lebensstil achten. Wir sollten wirklich auf einen gesünderen Lebensstil achten. Hast du Ideen oder Vorschläge, was man da beachten sollte oder machen kann? Hast du Ideen oder Vorschläge, was man da beachten sollte oder machen kann? Also, meine Frau geht einmal alle 3 bis 4 Monate zum Arzt und macht ein großes Blutbild, ob alles in Ordnung ist. Also, meine Frau geht einmal alle 3 bis 4 Monate zum Arzt und macht ein großes Blutbild, ob alles in Ordnung ist. Das ist schon gut, aber nur zum Arzt gehen ändert nichts an einem falschen Lebensstil. Das ist schon gut, aber nur zum Arzt gehen ändert nichts an einem falschen Lebensstil. Was denkst du? Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir mehr auf gesunde Ernährung achten und da etwas verändern. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir mehr auf gesunde Ernährung achten und da etwas verändern. Wie findest du das? Ja, das finde ich auch gut.
Ich habe zum Beispiel mehr Bio-Lebensmittel eingekauft, aber die sind halt schon etwas teurer. Ich habe zum Beispiel mehr Bio-Lebensmittel eingekauft, aber die sind halt schon etwas teurer. Sicher. Sie sind dafür frei von Pestiziden und somit gesünder für uns. Sicher. Sie sind dafür frei von Pestiziden und somit gesünder für uns. Außerdem fühle ich mich viel besser damit. Außerdem fühle ich mich viel besser damit. Ja klar, und sie schmecken auch viel besser als Nicht-Bio-Lebensmittel. Ja klar, und sie schmecken auch viel besser als Nicht-Bio-Lebensmittel. Ich glaube auch, wir sollten weniger Süßes naschen und den Fleischkonsum reduzieren. Ich glaube auch, wir sollten weniger Süßes naschen und den Fleischkonsum reduzieren. Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal ganz eine andere Frage. Machst du eigentlich Sport? Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal ganz eine andere Frage. Machst du eigentlich Sport? Ja, ich habe mich vor 3 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ja, ich habe mich vor 3 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ach so, da bin ich überrascht, weil ich das gar nicht gewusst habe. Ach so, da bin ich überrascht, weil ich das gar nicht gewusst habe. Ja, ich schaffe es aber leider nicht so oft hinzugehen. Ja, ich schaffe es aber leider nicht so oft hinzugehen. Ich habe da kaum Zeit, und ich wollte nicht alleine trainieren. Ich habe da kaum Zeit, und ich wollte nicht alleine trainieren. Es würde mir helfen, jemanden zu haben, der mit mir gemeinsam trainiert. Es würde mir helfen, jemanden zu haben, der mit mir gemeinsam trainiert. Würde es dich vielleicht interessieren, mit mir zu trainieren? Ist das eine gute Idee? Würde es dich vielleicht interessieren, mit mir zu trainieren? Ist das eine gute Idee? Sicher, das ist ja eine super Idee. Gemeinsam ist es viel lustiger, und da bin ich bestimmt viel motivierter. Gemeinsam ist es viel lustiger, und da bin ich bestimmt viel motivierter. Ja, genau. Aber nach dem Training gehen wir nach Hause und trinken viel Wasser. Ja, genau. Aber nach dem Training gehen wir nach Hause und trinken viel Wasser. Also, kein Alkohol und Bars danach. Ist das okay für dich? Also, kein Alkohol und Bars danach. Ist das okay für dich? Ja, selbstverständlich, das ist ja auch nicht sehr gesund, wenn man Alkohol trinkt. Ja, selbstverständlich, das ist ja auch nicht sehr gesund, wenn man Alkohol trinkt. Und was sagst du dazu, wenn wir zumindest hin und wieder im Park laufen gehen? Und was sagst du dazu, wenn wir zumindest hin und wieder im Park laufen gehen? Ich weiß nicht. Laufen ist für meine Gelenke nicht so gut. Ich weiß nicht. Laufen ist für meine Gelenke nicht so gut. Aber spazieren würde mir total gut gefallen. Aber spazieren würde mir total gut gefallen. Ja, stimmt. Das habe ich total vergessen. Ja, stimmt. Das habe ich total vergessen. Dann gehen wir einfach spazieren, das finde ich auch toll. Dann gehen wir einfach spazieren, das finde ich auch toll. Wenn wir das alles so schaffen,
sind wir in einem halben Jahr sicher viel gesünder. Wenn wir das alles so schaffen, sind wir in einem halben Jahr sicher viel gesünder. Ja, das glaube ich auch. Und zusammen geht es viel leichter, das alles wirklich umzusetzen. Ja, das glaube ich auch. Und zusammen geht es viel leichter, das alles wirklich umzusetzen. Du hast recht. Ich freue mich drauf. Du hast recht. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis bald, und wir treffen uns bald. Ich mich auch. Bis bald, und wir treffen uns bald. Bis bald. Mach es gut. Und wir beginnen mit dem ersten Teil mit der Vorstellung. Andreas, würden Sie sich bitte vorstellen? Gerne. Mein Name ist Andreas. Ich komme aus Bulgarien, aus Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in einer WG, zusammen mit meinem Bruder. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Meine Hobbys sind am Computer spielen, tanzen und Musik hören. Ich spreche Bulgarisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Und ich bin selbstständig. Wo wohnen Sie in Deutschland? Ich wohne in Stuttgart, in einer WG. Was möchten Sie nach der Prüfung machen? Ich möchte gerne eine Ausbildung zum Zahntechniker machen. Dankeschön. Und Sarah? Bitte, erzählen Sie uns etwas über sich? Gerne. Mein Name ist Sarah Antal. Ich bin 28 Jahre alt und bin verheiratet. Ich komme aus Budapest und arbeite als Kindergärtnerin. Ich spreche Ungarisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Und ich lerne seit 5 Monaten Arabisch. Meine Hobbys sind Musik hören, Sport machen und lesen. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Sie haben gesagt, dass Sie verheiratet sind. Können Sie etwas über Ihren Mann erzählen? Mein Mann ist 32 Jahre alt, er heißt Martin. Er hat blaue Augen und schöne schwarze Haare. Und er ist Arzt von Beruf. Dankeschön. Letzten Teil, Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten am Wochenende einen Tag zusammen in der Natur verbringen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie unternehmen möchten. Und hier ein paar Notizen. Wann? Wohin? Was unternehmen? Und was mitnehmen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo lieber Andreas. Ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht es dir? Hi liebe Sarah. Ich freue mich auch dich zu sehen. Danke, bei mir ist alles bestens. Andreas, wollen wir am Wochenende zusammen einen Tag in der Natur verbringen? Andreas, wollen wir am Wochenende zusammen einen Tag in der Natur verbringen? Das ist eine gute Idee. Ich bin dabei. Das ist eine gute Idee. Ich bin dabei. Wunderbar. Es freut mich. Hast du irgendwelche Ideen oder Vorschläge? Wunderbar.
Es freut mich. Hast du irgendwelche Ideen oder Vorschläge? Wir könnten zum See fahren oder ein Picknick im Park machen. Wir könnten zum See fahren oder ein Picknick im Park machen. Ich habe leider kein Auto. Ich denke, dass wir lieber in den Park gehen sollten. Ich habe leider kein Auto. Ich denke, dass wir lieber in den Park gehen sollten. Ich habe auch kein Auto. Na gut, dann verbringen wir einen schönen Tag im Park. Ich habe auch kein Auto. Na gut, dann verbringen wir einen schönen Tag im Park. Sollen wir uns im Zentrum treffen und dann zusammen in den Park gehen? Sollen wir uns im Zentrum treffen und dann zusammen in den Park gehen? Ja, gerne. Wann hättest du Zeit? Ja, gerne. Wann hättest du Zeit? Wie wäre es mit Samstag, um 10 Uhr, am Hauptplatz? Wie wäre es mit Samstag, um 10 Uhr, am Hauptplatz? Ich bin einverstanden. Was werden wir mitnehmen? Ich bin einverstanden. Was werden wir mitnehmen? Ich werde eine große, weiche Decke mitnehmen, damit wir bequem sitzen können. Ich werde eine große, weiche Decke mitnehmen, damit wir bequem sitzen können. Und ich kümmere mich um die Getränke. Und ich kümmere mich um die Getränke. Was möchtest du mitnehmen? Was möchtest du mitnehmen? Ich bringe Brötchen, Käse, Wurst und Obst mit. Ich bringe Brötchen, Käse, Wurst und Obst mit. Ich kenne einen Stand im Park, wo man frisch gepresste Säfte kaufen kann. Ich kenne einen Stand im Park, wo man frisch gepresste Säfte kaufen kann. Spielst du gern Badminton? Ich könnte 2 Badmintonschläger mitbringen. Spielst du gern Badminton? Ich könnte 2 Badmintonschläger mitbringen. Selbstverständlich. Ich spiele gerne Badminton. Selbstverständlich. Ich spiele gerne Badminton. Super. Ich freue mich. Es wird bestimmt ein schöner Tag im Park. Es wird bestimmt ein schöner Tag im Park. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Hast du etwas dagegen, wenn ich meinen Hund mitnehme? Hast du etwas dagegen, wenn ich meinen Hund mitnehme? Er müsste sonst den ganzen Tag alleine zu Hause bleiben. Er müsste sonst den ganzen Tag alleine zu Hause bleiben. Natürlich habe ich nichts dagegen. Natürlich habe ich nichts dagegen. Ich möchte auch gern mit deinem Hund spielen. Ich möchte auch gern mit deinem Hund spielen. Dann freue ich mich, dich am Samstag zu sehen. Bis dann. Dann freue ich mich, dich am Samstag zu sehen. Bis dann. Mach's gut. Bis Samstag. Ach ja,
vergiss die Sonnencreme nicht. Ach ja, vergiss die Sonnencreme nicht. Alles klar. Die Situation. Eine Freundin möchte eine Ausbildung machen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie Erzieherin oder Krankenschwester werden soll. Die Aufgabe. Helfen Sie Ihrer Freundin gemeinsam bei der Berufswahl. Hier einige Notizen. Welche Berufe? Wo sich über Berufe informieren? Hilfe bei Bewerbung, Praktikum? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Robert, wie geht's? Was gibt es Neues? Hi Lisa, alles bestens, und bei dir? Hi Lisa, alles bestens, und bei dir? Danke, ich kann mich auch nicht beklagen. Danke, ich kann mich auch nicht beklagen. Hast du gehört? Unsere Freundin Sarah möchte eine Ausbildung machen. Hast du gehört? Unsere Freundin Sarah möchte eine Ausbildung machen. Und weiß nicht, was sie lernen soll, und in welche Richtung sie gehen soll. Und weiß nicht, was sie lernen soll, und in welche Richtung sie gehen soll. Ich dachte, dass sie Erzieherin werden will. Nicht wahr? Ich dachte, dass sie Erzieherin werden will. Nicht wahr? Ja, du hast recht. Aber du kennst doch unsere liebe Sarah. Ja, du hast recht. Aber du kennst doch unsere liebe Sarah. Sie kann sich nicht entscheiden. Sie kann sich nicht entscheiden. Sie will entweder Erzieherin oder Krankenschwester werden. Sie will entweder Erzieherin oder Krankenschwester werden. Was könnten wir ihr denn empfehlen? Was könnten wir ihr denn empfehlen? Unsere Lehrerin hat uns im Integrationskurs gesagt, dass es in Deutschland in den Krankenhäusern Personalmangel gibt. Unsere Lehrerin hat uns im Integrationskurs gesagt, dass es in Deutschland in den Krankenhäusern Personalmangel gibt. Was bedeutet das Personalmangel? Was bedeutet das Personalmangel? Es bedeutet, dass es nicht genügend Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger in den Krankenhäusern gibt. Es bedeutet, dass es nicht genügend Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger in den Krankenhäusern gibt. Als Krankenschwester würde sie sofort einen Job finden. Als Krankenschwester würde sie sofort einen Job finden. Ja, das stimmt, aber es ist ein schwerer Beruf. Ja, das stimmt, aber es ist ein schwerer Beruf. Kann man als Krankenschwester gut verdienen? Kann man als Krankenschwester gut verdienen? Meine Nachbarin ist Krankenschwester, ich sollte sie mal fragen. Meine Nachbarin ist Krankenschwester, ich sollte sie mal fragen. Ich weiß nicht, was ich Sarah empfehlen kann. Ich weiß nicht, was ich Sarah empfehlen kann. Sie sagte immer, dass sie gerne mit Kindern spielt. Sie sagte immer, dass sie gerne mit Kindern spielt. Eigentlich würden beide Berufe gut zu ihr passen.
Eigentlich würden beide Berufe gut zu ihr passen. Ich denke, dass wir mit ihr zum Jobcenter gehen sollten und uns dort beraten lassen sollten. Ich denke, dass wir mit ihr zum Jobcenter gehen sollten und uns dort beraten lassen sollten. Jetzt nach dem Integrationskurs interessiert mich diese Frage auch. Jetzt nach dem Integrationskurs interessiert mich diese Frage auch. Ja, das ist eine gute Idee. Ich würde gerne mitkommen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich würde gerne mitkommen. Ein Beruf soll nicht nur interessant sein und Spaß machen, sondern auch genügend Geld zum guten Leben bringen. Ein Beruf soll nicht nur interessant sein und Spaß machen, sondern auch genügend Geld zum guten Leben bringen. Oh ja, da hast du völlig recht. Oh ja, da hast du völlig recht. Sollen wir mit Sarah zusammen einen Termin ausmachen? Sollen wir mit Sarah zusammen einen Termin ausmachen? Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Wir können ja weitere Fragen in unserer WhatsApp-Gruppe besprechen. Wir können ja weitere Fragen in unserer WhatsApp-Gruppe besprechen. Und dann auch den genauen Termin ausmachen. Und dann auch den genauen Termin ausmachen. Ja, perfekt, dann bis ganz bald. Ja, perfekt, dann bis ganz bald. Schönen Tag, bis dann. Liebe Grüße an deine Familie. Schönen Tag, bis dann. Liebe Grüße an deine Familie. Danke, tschüss. Und jetzt mit der Vorstellung. Robert, würden Sie sich bitte vorstellen? Gerne. Mein Name ist Robert Martin. Ich bin Franzose und bin 40 Jahre alt. Ich wohne in Berlin seit 15 Jahren. Ich bin verheiratet seit 1999. Wir haben einen Sohn. Der ist 13 Jahre alt. Ich arbeite als Betriebstechniker. Meine Muttersprache ist Französisch. Ich kann gut Englisch und Deutsch. Meine Hobbys sind Sport machen, Reisen und Lesen. Und ich habe keine Geschwister. Die Situation. Ein Mitschüler von Ihnen will umziehen. Er hat eine neue Wohnung. Sie wollen ihm beim Umzug helfen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun können. Und hier sind einige Notizen. Wann? Die Wohnung renovieren. Wer kann noch helfen? Was mitbringen? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Du weißt schon, dass Klaus bald umzieht, oder? Auch gut, danke. Du weißt schon, dass Klaus bald umzieht, oder? Ja, natürlich. Das weiß ich schon. Er hat endlich eine neue Wohnung gefunden. Ja, natürlich. Das weiß ich schon. Er hat endlich eine neue Wohnung gefunden.
Ja, genau. Und ich würde ihm gerne beim Umzug helfen. Ja, genau. Und ich würde ihm gerne beim Umzug helfen. Das ist eine gute Idee. Ich helfe auch gerne. Wann wollen wir uns treffen? Das ist eine gute Idee. Ich helfe auch gerne. Wann wollen wir uns treffen? Wir sollten uns schon früh treffen. Wie wäre es mit Samstag um 8 Uhr, bei mir? Wir sollten uns schon früh treffen. Wie wäre es mit Samstag um 8 Uhr, bei mir? Das ist mir ein bisschen zu früh. Das ist mir ein bisschen zu früh. Ich denke, es wäre besser, wenn wir uns um 10 Uhr treffen. Was sagst du? Ich denke, es wäre besser, wenn wir uns um 10 Uhr treffen. Was sagst du? Ja, warum nicht? Dann kann ich ein bisschen länger schlafen. Ja, warum nicht? Dann kann ich ein bisschen länger schlafen. Wir brauchen auch etwas zum Essen und zum Trinken. Wie machen wir das? Wir brauchen auch etwas zum Essen und zum Trinken. Wie machen wir das? Ich habe eine Idee. Lass uns doch in der Pause einen Döner holen. Ich habe eine Idee. Lass uns doch in der Pause einen Döner holen. Ich bringe auch 2 Liter Cola mit. Ich bringe auch 2 Liter Cola mit. Das ist eine tolle Idee. Das geht schnell und ist nicht teuer. Das ist eine tolle Idee. Das geht schnell und ist nicht teuer. Müssen wir die Wohnung noch renovieren? Müssen wir die Wohnung noch renovieren? Ja, ich glaube schon. Was brauchen wir dafür? Ja, ich glaube schon. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Farbe, einen Eimer, Pinsel und ein Farberoller. Wir brauchen Farbe, einen Eimer, Pinsel und ein Farberoller. Das kann alles von meinem Vater leihen. Das ist kein Problem. Das kann alles von meinem Vater leihen. Das ist kein Problem. Sehr gut. Dann brauchen wir noch ein Auto. Hast du da eine Idee? Sehr gut. Dann brauchen wir noch ein Auto. Hast du da eine Idee? Ja, natürlich. Wir könnten von einer Firma ein Auto leihen. Was denkst du? Ja, natürlich. Wir könnten von einer Firma ein Auto leihen. Was denkst du? Da finde ich nicht so gut. Da finde ich nicht so gut. Das ist viel zu teuer, und Klaus hat nicht so viel Geld. Das ist viel zu teuer, und Klaus hat nicht so viel Geld. Wollen wir nicht lieber Mani fragen? Er hat ein großes Auto, und vielleicht kann er es uns leihen? Wollen wir nicht lieber Mani fragen? Er hat ein großes Auto, und vielleicht kann er es uns leihen? Ja, das wäre super. Ich rufe ihn später an und frage ihn. Ja, das wäre super. Ich rufe ihn später an und frage ihn. Aber dann sind wir 3 Leute. Wer kann uns noch helfen? Aber dann sind wir 3 Leute. Wer kann uns noch helfen?
Wie wäre es mit Ali und Lana aus unserem Deutschkurs? Wie wäre es mit Ali und Lana aus unserem Deutschkurs? Sie sind sehr nett, und ich denke, sie würden uns bestimmt helfen. Sie sind sehr nett, und ich denke, sie würden uns bestimmt helfen. Gut. Kannst du sie dann bitte anrufen? Ich habe ihre Nummern leider nicht. Gut. Kannst du sie dann bitte anrufen? Ich habe ihre Nummern leider nicht. Ja klar. Das ist kein Problem. Ich rufe sie später an. Ja klar. Das ist kein Problem. Ich rufe sie später an. Na gut, Thomas. Dann sehen wir uns am Samstag. Bis dann. Na gut, Thomas. Dann sehen wir uns am Samstag. Bis dann. Super. Ich freue mich schon auf Samstag. Bis dann. Super. Ich freue mich schon auf Samstag. Bis dann. Die Situation. Sie sind beide am folgenden Wochenende zu einer Hochzeit eingeladen. Die Hochzeit findet in Berlin statt, das etwas 100 Kilometer von ihnen entfernt liegt. Sie waren noch nie in Berlin und kennen sich nicht aus. Die Aufgabe: Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Hier sind einige Notizen. Verkehrsmittel, Stadtplan, Geschenk, Kleidung, Treffpunkt. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Anna. Hallo Thomas. Weißt du, unsere Kollegin Monika heiratet nächste Woche. Weißt du, unsere Kollegin Monika heiratet nächste Woche. Sie hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Sie hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Bist du auch eingeladen? Bist du auch eingeladen? Ja, sie hat mich auch eingeladen. Warst du schon mal in Berlin? Ja, sie hat mich auch eingeladen. Warst du schon mal in Berlin? Nein, ich war noch nie in Berlin. Nein, ich war noch nie in Berlin. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam dorthin fahren? Wie wäre es, wenn wir gemeinsam dorthin fahren? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Wie wollen wir nach Berlin fahren? Mit der Bahn? Wie wollen wir nach Berlin fahren? Mit der Bahn? Nein, mit der Bahn dauert es lange, und wir müssen viel umsteigen. Nein, mit der Bahn dauert es lange, und wir müssen viel umsteigen. Wir könnten mit meinem Auto fahren. Was sagst du dazu? Wir könnten mit meinem Auto fahren. Was sagst du dazu? Das ist ein guter Vorschlag. Das ist ein guter Vorschlag. Hast du einen Stadtplan von Berlin? Hast du einen Stadtplan von Berlin? Nein, aber wir können Google Maps benutzen. Nein, aber wir können Google Maps benutzen. Wir brauchen keinen Stadtplan. Wir brauchen keinen Stadtplan. Hast du dir Gedanken gemacht, was du Monika schenkst?
Hast du dir Gedanken gemacht, was du Monika schenkst? Eigentlich noch nicht. Was hältst du davon, wenn wir ein gemeinsames Geschenk kaufen würden? Was hältst du davon, wenn wir ein gemeinsames Geschenk kaufen würden? Ich habe nichts dagegen. Was wollen wir kaufen? Ich habe nichts dagegen. Was wollen wir kaufen? Hat sie einen Hochzeitstisch? Hat sie einen Hochzeitstisch? Ja, sie hat schon einen Hochzeitstisch. Ja, sie hat schon einen Hochzeitstisch. Wir können uns die Wunschliste von Monika anschauen. Und ihr etwas von der Liste kaufen. Wir können uns die Wunschliste von Monika anschauen. Und ihr etwas von der Liste kaufen. Ja gut, wir machen das so. Ja gut, wir machen das so. Was ziehst du zur Hochzeit an? Hast du einen Anzug? Was ziehst du zur Hochzeit an? Hast du einen Anzug? Ja, ich habe einen neuen schwarzen Anzug. Ja, ich habe einen neuen schwarzen Anzug. Mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte. Mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte. Und was trägst du? Ich habe sehr schickes Kleid, das ich erst vor 2 Monaten gekauft habe. Ich habe sehr schickes Kleid, das ich erst vor 2 Monaten gekauft habe. Schön. Wo treffen wir uns? Kommst du zu mir, dann fahren wir gemeinsam hin? Kommst du zu mir, dann fahren wir gemeinsam hin? Einverstanden. Sehen wir uns dann am Samstag um 16 Uhr? Passt es dir? Sehen wir uns dann am Samstag um 16 Uhr? Passt es dir? Ja, um 16 Uhr passt es mir gut. Bis Samstag. Ja, um 16 Uhr passt es mir gut. Bis Samstag. Gut. Dann bis Samstag. Und jetzt mit dem ersten Teil, mit der Vorstellung. Diana, würden Sie sich bitte vorstellen? Gerne. Ich heiße Diana. Ich komme aus Bosnien, aus Sarajevo. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland. Ich bin 24 Jahre alt. Ich wohne in Dresden, in der Hermannstraße 6. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Ich spreche Serbisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Spazierengehen und mit meiner Tochter spielen. Und ich interessiere mich für Literatur. Sie haben gesagt, dass Sie sich für Literatur interessieren. Welche Bücher lesen Sie gern? Ich lese gern Bücher über die Liebe und über die Geschichte. Ich träume davon, bald Bücher auf Deutsch lesen zu können.